catch me howling at the moon. Wir sind immer noch beim Check auf der Hebebühne und nehmen jetzt mal die Gelegenheit wahr, euch zu zeigen, was wir alles umgebaut haben. Wichtig zu wissen ist, dass wir eigentlich nur Performance-Teile eingebaut haben. Also kein Show und Shine, sondern nur das, was uns wirklich was bringt. Ich fange jetzt mal an, arbeite mich so langsam von unten nach oben durch. Ich beginne eigentlich mit dem Fahrwerk. Da haben wir hier das Rollcenter verbaut, das eigentlich auch ein Muss in der Entwicklung ist von einer guten Fahrwerkseinstellung. Dann haben wir hier Buchsen verbaut, die uns etwas mehr Nachlauf bringen. Nachlauf in dem Fall extrem wichtig, mehr Nachlauf für mehr Kurvenstabilität. Natürlich das KW-Fahrwerk verbaut, man sieht es, glaube ich, hier wunderbar. Das ist inzwischen heißt es Variante 4, in der alten Version heißt es noch Clubsport. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, da haben wir noch weitere Lenker verbaut für Sturz und Spur, für der hier und der hier. Wir haben natürlich hier von der Bremse, wenn man die gleich sieht, haben wir Schalflexleitungen verbaut für die Bremse. Natürlich hier die Auspuffanlage. Das ist jetzt ein Prototyp, ich habe schon gesagt, steht zum Verkauf. Wir haben hier einen Sensor verbaut, um die Öltemperatur vom Differential zu bekommen, weil immer wieder tauchen in den Gruppenmeldungen auf, dass Temperatur von der Kupplung zu hoch wird und der Allrad ausfällt. Damit will ich das ein bisschen mal überwachen, wann es tatsächlich bei welcher Temperatur auftritt. Dann auch noch ein ganz wichtiges Teil ist eine Strebe. Eine Strebe, wie es sie im oberen Domstrebenbereich eigentlich auch gibt. Sie gibt es auch schon seit geraumer Zeit auch in Japan. Aber wie es eigentlich so ist, Made in Germany, immer etwas besser, immer etwas stabiler und auch etwas teurer. Aus einem Teil gelasert und gebogen und mit 4 Töpfen dann nicht nur verschweißt. Also nicht nur optisch hübsch, sondern auch wirklich sehr wirkungsvoll und auch ein Muss für die sportlichen Fahrer, da man ja gerne auf Breitreifen beim Yaris geht, ist halt die Belastung eine ganze Ecke größer und je steifer der Vorbau ist, umso präziser ist die Lenkung. Also ein ganz wichtiges Teil für Performance ist natürlich die Drechslersperre. Wir wissen, dass wir beim Yaris in dem High-Performance-Paket die Torsensperren drin haben, aber eine Torsensperre kann keine Drechslersperre ersetzen. Deswegen hier eine Drechslersperre verbaut. Ich sage nur, Drechsler sagt mehr als 1000 Worte. Der Name alleine eine reine Fahrfreude. Hier unten drunter ist ja die Drehmomentstütze, die wir nicht ersetzt haben, sondern wir haben sie nur mit einem Kunstharz gefüllt und damit für einen Bruchteil des Geldes dieselben Effekte erreicht. In der mittleren Ebene können wir euch zeigen, was wir jetzt im Winter zumindest verbaut haben. Wir haben den Conti drauf, den 870P, also den TS 870P. Dieses Jahr geht er zum ersten Mal in den Test, der hier in den nächsten Tagen nach Finnland. Es wurden die Evo Corse 8x18 verbaut mit ET30. Diese Felge ist extrem stabil, ist natürlich auch für den Rallye-Sport entwickelt, ist auch FIA-konform, wiegt um die 10 Kilo. Dafür spart man sich aber durch die ET30 eine Spurplatte eigentlich gar nicht so schwer, sondern eher eine leichte Felge bei extrem hoher Stabilität. Was wir dahinter noch sehen, ist eine Bremsscheibe in Eigenentwicklung von uns mit einem AP Reibring. Ich zeige euch mal, wie sie neu aussieht. In dem Fall so der Fall. Hier haben wir einen AP Reibring, der von uns modifiziert wurde, damit er hier
auf den Topf passt. Schwimmend gelagert für natürlich hohe thermische Belastungen und dauerhafte thermische Belastung vielmehr, wollte ich sagen. So, was noch ganz wichtig ist, ich persönlich halte in Verbindung mit Bremsen, halte ich diese landläufig Shims dazu, nicht Shims. Das sind diese PDEFs, das ist ein patentierter Anti-Quietsch-Belag, aber eigentlich ist es eine hochentwickelter Belag. Eigentlich ist es kein Belag, doch, es ist ein Belag, der bis zu 40 Grad die Temperatur reduziert in der Bremsflüssigkeit. Also die Kombination hochwertige Scheibe mit einem AP-Reibring und die PDEFs, natürlich die Wahl, welcher Bremsbelag muss jeder selber entscheiden, je nachdem wie er den einsetzt. Hier übrigens ist gerade ein Pagid RS T3 drauf, ein Sprintbelag in Kombination mit den PDEFs extrem thermisch belastbar. Okay, machen wir hinten weiter. Ist relativ wenig zu sehen, außer der Lightblocks. Lightblocks ist eigentlich ein Thema, das mich schon seit 10 Jahren verfolgt. 18 Kilo Gewichtsersparnis. Einfacher geht es nicht, ein Auto leichter zu machen. Innerhalb von, kann ich wechseln, innerhalb von 60 Sekunden bin ich fertig und habe 18 Kilo weniger. Also auch das, denke ich mal, ein Muss, um ein bisschen Optimierung noch im Fahrzeug zu bekommen. Hinten haben wir noch einen Heckflügel verbaut, der sehr, sehr effizient ist. Natürlich aus Carbon, von der Firma MT Carbon. Der Tobias, der designt die ist sehr, sehr gut. Auch die Verarbeitung ist sehr gut. Das ist jetzt noch ein Prototyp, kann man sehen an verschiedenen Stellen. Aber für uns ging es jetzt mal darum, die Effizienz, die macht sich wirklich bemerkbar. Ab 100 km/h beginnt der Abtrieb und bei 200, knapp 200 haben wir so um die 100 Kilo. Und wir merken es auch in den schnellen Kurven, die Hinterachse wird ein bisschen steif. Das heißt, bringt uns sozusagen in die Verlegenheit, dass wir tatsächlich vorne noch einen guten Splitter verbauen müssen. Aber optisch und handwerklich ein Meisterwerk. Gehen wir in den Innenraum. Kann ich euch schon mal die Sicht von hier bieten, wenn du mal reinschaust. Es wurden nicht nur Carbon Pole Position verbaut, in dem Fall sind es jetzt die Editionsmodelle, aber das Ziel war da die maximale Sitztiefe. Man kann sehen auf der rechten Seite, der rechte ist maximal tief. Ich glaube, weltweit wird es keinen geben, der tiefer sitzt, außer wenn er natürlich die Höcker rausschneidet. Aber wir wollten ja weitgehend das Auto im Originalzustand belassen. Gehen weiter im Innenraum. Dort ist noch ein tolles Feature verbaut. Und zwar haben wir hier ein Display. Nachdem wir ja jetzt den Thermosensor in der Hinterachse haben, müssen wir ja auch eine Anzeige bekommen. Das hat der Hendrik Scheibe von CanCheck wunderbar gelöst mit dem Display in dem Lüfter. Wobei die Lüftung noch erhalten blieb, aber mit tollen Anzeigen. Hier kann man zum Beispiel sehen, wenn du mir den Zoom reinmachst, Diff-Temperatur im Moment 19 Grad. Das alles lässt sich ganz individuell programmieren und jeder kann sich seine Werte selber einsetzen. Ganz toll finde ich auch die Ganganzeige hier. Dann geht es noch weiter. Wir haben hier habe ich hier so einen kleinen Shift Riser verbaut, also eine leichte Erhöhung von 2,5 cm, damit der Schalthebel etwas höher kommt, näher zum Lenkrad ist. Ich wollte jetzt keinen großen Shift Riser tatsächlich verbauen, sondern das Ganze noch ziemlich im Originallook lassen. Wir haben natürlich auch eine Schaltwegsverkürzung. Das kann man hier schon sehen. Jetzt mal die Kupplung, Sekunde. Wie kurz und knackig die Schaltwege sind. Sensationell für wenig Geld. Also Schaltwegsverkürzung auch wirklich ein absolutes Muss. Ihr werdet es schon gesehen haben, hier Carbon, keine Folie, echt Carbon. Auch wieder von MT Carbon. Schaut euch mal diese perfekte Arbeit an. Ist halt eine 1:1 Kopie von der Originalhaube. Hier schaut mal drauf. Ganz toll gelöst. Und dann machen wir gleich mal so weiter. Auch oben haben wir unsere Versteifung bekommen. In dem Fall ist es eine Vichas-Strebe, aber
neu designt von dem Alexander Hasler in Nürnberg. Sieht hübsch aus. Glaube ich, die paar Euro, die er mehr verlangt, ist das Geld wert. Ich habe eine andere Luftfiltermatte drin, die aber nichts gebracht hat, war ein Versuch wert. Ja, und natürlich für den sportlichen Einsatz brauchen wir natürlich auch Schutz für den Motor. Wirklich geprüft auf den harten Einsatz und auf den Prüfstand an sich selbst. Hier haben wir einen Motorschutz, einmal auf Diamanten- und Fullerenbasis mit den zwei Komponenten und für den ständigen Betrieb, für den sauberen Motor, der Kraftstoffzusatz.